Mein Name ist Luisa Bernhard und ich habe zurzeit den Lehrauftrag für Biologie und Biotechnologie am Seminar für berufliche Schulen hier in Freiburg und unterrichte neben den Referendaren und Referendarinnen hier am Seminar noch die Schülerinnen und Schüler an der Kaufmännischen Berufsschule in Lörrach. Ich hatte einen Schlüsselmoment in der Schule, im witzigerweise katholischen Religionsunterricht in der Oberstufe. Wir waren ein relativ kleiner Kurs und dadurch, dass ich in Niedersachsen zur Schule gegangen bin, gab es relativ wenige Katholiken und man kannte sich halt schon ab der 7. Klasse. Und wir mussten in der Oberstufe dann eine Unterrichtsstunde vorbereiten zu einem Thema. Und das hat mir wirklich viel Freude bereitet. Und da habe ich gedacht, Mensch, so Lehrerin werden wäre vielleicht auch eine Option für mich. Und da mir ab der Oberstufe eigentlich Bio und Chemie richtig viel Spaß gemacht hat und ich da auch tolle Lehrer hatte, die mich für die Naturwissenschaften begeistert haben, auch schon ab der Mittelstufe war das der Fall, habe ich mir überlegt, ja, ich könnte doch auch Lehrerin werden. Vor allen Dingen, der Beruf ist relativ vielfältig. Man kann sich selber und seine Persönlichkeit einbringen und ist nicht an Geräte gefesselt wie jetzt den Computer. Natürlich verbringe ich auch viel Zeit am Computer oder am Tablet, aber man kann sehr viel unterschiedliche Dinge mit in seinen Berufsalltag einbeziehen und vor allen Dingen auch in den Unterricht. Also der Weg hierhin war sehr bunt gestaltet, wenn man das so sagen kann. Also ich habe eigentlich ab dem Moment, wo ich richtige Lehrkraft geworden bin, mich schon immer für neue Themen, neue Dinge interessiert. Dann kamen natürlich auch die digitalen Medien so ein bisschen auch für den Einsatz im Unterricht. Ich habe schon im Referendariat ein Tablet gehabt, mit dem ich versucht habe, meine Unterrichtsmaterialien so ein bisschen effizienter mir zu strukturieren. Und dann habe ich mich in der Schule in unterschiedlichen Bereichen eingebracht, weil ich einfach mit Begeisterung und Freude auch unterrichte, auch versuche, eine Beziehung zu meinen Schülern aufzubauen. Ich habe für die Bewerbung hier am Seminar nämlich versucht, meinen Lebenslauf natürlich für das Seminar auch angepasst zu strukturieren und es trotzdem kurz und knapp zu halten. Und das war sehr schwierig, weil es einfach sehr viele Elemente gibt, die da so reinspielen. Ich denke, ein wichtiger Schritt war, dass ich bei mir an der Schule verantwortlich war für erstmal diesen Regelkatalog. Das heißt, dort habe ich schon mit Lehrern in einem Team gearbeitet. Der nächste Schritt war, dass ich mich quasi beworben habe für diesen Schulversuch Tablet-Klasse, den wir durchgeführt haben. Und ungefähr ein Jahr später, nachdem das begonnen hatte mit dem Tablet-Schulversuch, natürlich hatten wir einen langen Vorlauf, habe ich mich dann beworben auf eine A14-Stelle bei mir an der Schule, die natürlich auch mit Medien und pädagogischem Einsatz im Unterricht zu tun hatte. Und danach war ich schon für das Landesinstitut für Schulentwicklung, was ja jetzt ZSL quasi geworden ist, tätig im Bereich der Fortbildung. Und dadurch war ich eben im Fortbildungsbereich und auch auf fachdidaktischer Ebene im Austausch. Und als dann diese Stelle hier ausgeschrieben worden ist, war es für mich eigentlich nur eine Frage. Ich wollte das seit dem Referendariat irgendwann mal hier am Seminar mich mit anderen angehenden Lehrern austauschen, weil ich gedacht habe, das hat mir so viel Freude gemacht. Ich hatte so einen tollen Ausbilder, das möchte ich gerne weitergeben, auch meine Begeisterung fürs Fach. Und und dann habe ich mich einfach beworben. Ja, man muss erst mal sagen, dass der Arbeitsalltag in unterschiedlichen Phasen des Referendariats unterschiedlich ist. Das heißt, zu Beginn haben wir die Kompaktphase im Referendariat oder auch im Direkteinstieg, das macht keinen Unterschied. Und dort haben wir Fachdidaktikveranstaltungen, das heißt, ich bereite diese oftmals ganztägigen Veranstaltungen vor. Ich muss die Materialien erstellen, eine Präsentation, die so einen Rahmen gibt, Arbeitsblätter. Ich muss gucken, dass die Dinge, die ich von der Schule vielleicht brauche für kleine anschauliche Experimente oder andere Visualisierungen oder dass die Referendare und Referendarinnen einfach was machen können, rechtzeitig vor Ort sind. Und später im Referendariat wird es dann sozusagen in dem aufsteigenden Schuljahr ein bisschen ruhiger, was die Fachdidaktik angeht. Dafür finden dann nochmal
manchmal Unterrichtsbesuche statt. Die Kandidaten und Kandidatinnen geben die Dokumentationen ab, wenn sie die in meinem Fach schreiben. Die muss ich wiederum bewerten, ich muss Gutachten schreiben und ja, dann findet schon die Planung für die Lehrproben statt. Das heißt, da muss ich auch wieder mit den einzelnen Prüfungskommissionen mich besprechen, wann hat der Prüfungsvorsitz, wann hat der Zeit, welches Zeitfenster können wir nehmen. Und das heißt, da telefoniert man auch relativ viel, schreibt E-Mails und dann finden die Lehrproben statt, die man abnimmt. Das heißt, da fahre ich dann an die unterschiedlichen Schulen. Man lernt das Ländchen hier drumherum ein bisschen besser kennen. Mir persönlich eigentlich immer wichtig ist, ich mache Dinge nicht, um irgendein Karriereziel zu erreichen, sondern ich mache Dinge, weil sie mir Freude bereiten. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wenn man Lehrer ist, kennt man noch nicht alle Bereiche und alle Nischen, in denen man sich weiterentwickeln kann. Und ich fand es für mich persönlich immer hilfreich, offen zu sein, seine Neugierde nachzugeben und sich in Dinge einzuarbeiten und das, was einem Freude bereitet, einfach zu vertiefen und weiterzuführen. Und ich denke, gerade als Lehrbeauftragte am Seminar muss man ein Stück weit seine Begeisterung fürs Fach auch weitergeben, weil das ist ja das, was einen tollen Bio- oder MINT-Lehrer ausmacht, dass man von dem begeistert ist, was man tut. Ich denke, das muss man halt auch übertragen können, wenn man einen Lehrauftrag hat, dass man einfach für sein Fach auch ein Stück weit brennt und das dann mit den Referendarinnen und Referendarinnen teilt.